Da habe ich keine Angst davor, was an Diagnosen noch kommen wird. Wie der aktuelle Status es hieß, dass eine Dialyse der Nieren anstehen soll, weil die Nierenfunktion oder die Säuberung nicht bei mir richtig funktioniert. Unser Herr Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Und deshalb wertschätze ich jeden Tag, an dem ich aufstehen darf, den Tag genießen kann, ob er schlecht oder gut sein mag. Meine Eltern kommen beide von den Philippinen, aber beide haben sich hier in Deutschland auf Fehmarnest kennengelernt. Im April 1988 bin ich auf die Welt gekommen, hier in Deutschland, und bin auch hier groß geworden. Meine Eltern haben mir eine wundervolle Kindheit geschenkt. Alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich bekommen. Dafür haben sie hart gearbeitet. Meine Mutter und ich haben ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Keine Geheimnisse voreinander, viel gelacht. Das Miteinander, zuzuhören, nicht zu urteilen, Menschen zu vergeben, das hat sie mir beigebracht. Meine Mama, wie sehr man seine Mitgliedschaft lieben sollte, die hat mir das Leben vorgelebt. Sie ist ein Vorbild für mich, worauf ich stolz bin. Oder bevor ich 18 wurde, ist meine Mama schwer krank geworden. Sie war vorher schon herzerkrankt. Im März 2006, sie hat einen Schlaganfall gehabt. Und ich habe sie sofort ins Krankenhaus gebracht. 2 Tage später, an einem Dienstag, wurden wir ins Krankenhaus gerufen, weil aus dem Schlaganfall ein Hirninfarkt geworden ist, welches bedeutet, dass sie klinisch tot ist. An dem Tag ist meine Mama friedlich eingeschlafen. Deswegen wusste ich, wir als Mitglieder der Kirche Christi, auch wenn sich unsere Wege hier trennen auf Erden, werden wir uns im Himmelreich wiedersehen. Und das hat mir gesagt, du musst stark bleiben. Da habe ich dann, nachdem meine Mama verstorben ist, habe ich ein neues Amt angenommen und bin ein Chormitglied geworden. Und dadurch auch ist mein Glauben noch stärker geworden. Nicht nur, weil ich ein weiteres Amt angenommen habe, sondern weil ich mich selbst auch mehr involviert habe in Kirchenaktivitäten. Ich bin öfters dann auch mit der Gemeinde gewesen, weil es mir gut getan hat, weil es mich glücklich gemacht hat. Aber mein Ziel ist es danach gewesen, zu arbeiten. Es gab für mich keine andere Wahl. Ich musste Geld mit nach Hause bringen, um die Rechnung zu bezahlen. Weil ich musste meinen Papa unterstützen, finanziell unterstützen. Nicht nur, dass er krank gewesen ist, sondern er ist auch nicht mehr der Jüngste. Nachdem ich mein Abitur 2007 abgeschlossen habe, war es sehr, sehr schwer für mich, eine Ausbildungsstelle zu finden. Viele Ablehnungen, viele Absagen habe ich erhalten, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe weiterhin meine Andachtgebete geführt, eine Arbeit zu bekommen, die mich nicht daran hindern sollte, meine Dienste innerhalb der Kirche Christi zu erfüllen. May pangako ang Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga hinirang. Mula pa nung una, yan ay pangako niya. Anong sinasabi niya? Papatnubay siya sa atin kung saan tayo dapat lumakad, kung ano ang landas na dapat nating lakaran. Siya ang magpoprotekta sa atin. Pero sino yung poprotektahan? Yung nagbibigay daw ng ano? Siya. Oo, mga kapatid, nagagawa ba natin doon?
lalo pa na nating dapat gawin ngayon yun, na magbigay tayo ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Kaya isipin natin lagi na tayo ay magbigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos para anuman itong matitinding bagay na masasagupa pa natin, makatitiyak tayo na tayo ay makalalampas sa lahat ng yan. Dann habe ich den Ausbildungsplatz als Personaldienstleistungskauffrau bekommen. War ich noch in einer Ausbildung, als ich so schwer krank wurde. Ich 2010 mit der Pankreatitis diagnostiziert worden, diese Erkrankung mich ins Krankenhaus geführt hat. Nachdem ich komplett angeschlossen war an einem EKG, an allen Geräten und nur noch gehört habe, bringt sie sofort auf Intensivstation, wusste ich, du musst kämpfen. Habe ich nie die Schuld ihm gegeben. Ich habe weiterhin zu Gott gebetet und gesagt, nein, noch nicht bitte. Aber wenn es deine Entscheidung ist, werde ich dies akzeptieren. Lalo nating tibayan ang panghahawak natin sa ating Panginoong Diyos. Iglesia ni Kristo tayo. Totoo ang Diyos natin sa loob ng iglesia. Yung mga pangako niya, gagawin niya sa atin bilang mga hinirang niya. Kaya sa Kanya tayo manghawak. Sa Kanya tayo humingi ng gabay. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. At pagka tayo napangunahan ng ating Panginoong Diyos, Siya ang magiging kublihan natin at depensa. Siya ang magliligtas sa atin sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gusto ng Diyos tayo sumusulong. Gusto ng Diyos tayo ay umuunlad. Gagawin niyan lahat yon bilang mga hinirang niya. Ang tanong, mga kapatid, kailan ba natin tinatanggap yung pagtuturo niya? Yung kanyang pagtatagubilin, yung kanyang paggabay? Kailan, mga kapatid? Lagi tayong sumamba para matanggap natin yung kanyang pagtuturo, yung kanyang mga pagtatagubilin, yung kanyang paggabay, malaman natin yung pinakamabuting landas para tayo ay mabuhay. Tatanggapin natin yung kanyang payo at yung kanyang pagbabantay. Hindi tayo mapapahamak. Makalalampas tayo sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. An dem Tag, an dem ich erneut mein Leben zurückbekommen habe im Krankenhaus, habe ich ihm versprochen, dass das meine Priorität sein wird. Es ein Mitglied der Kirche Christi zu sein und den Menschen das zu zeigen. Egal, was im Leben kommen mag, welche Hindernisse und Schwierigkeiten, die Gottesdienste werden immer vorgehen. Die Pankreatitis oder die Folgeerkrankungen, die in den Jahren danach gekommen sind, es ist ja nicht nur der Diabetes, der hinzugekommen ist, oder die Lebererkrankungen, die Nieren hat es auch angegriffen und das Herz. Das sind die Dinge, die mir bewusst waren, dass es nach und nach immer schwieriger sein wird. Über die Jahre habe ich damit gelernt zu leben, alles zu akzeptieren. Unser Herr Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Und deshalb wertschätze ich jeden Tag, an dem ich aufstehen darf, den Tag genießen kann, ob er schlecht oder gut sein mag. Da habe ich keine Angst davor, was an Diagnosen noch kommen wird. Die Diagnosen schlimmer werden, wie der aktuelle Status es hieß, dass eine Dialyse der Nieren anstehen soll, weil die Nierenfunktion oder die Säuberung nicht bei mir richtig funktioniert. Egal, was im Leben kommen mag,
welche Hindernisse und Schwierigkeiten. Die Gottesdienste werden immer vorgehen. Sa lahat ng oras na gusto ninyong pumasok sa gusaling sambahan para magsagawa ng inyong panalangin, ng inyong pagpapanata, hindi po masama yun. Sapagkat dito unang nakatutok ang paningin, ang pandinig ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga panalangin. Hindi niya tayo bibitawan, hindi niya tayo pababayaan. Yung ating mga pangangailangan, ibibigay niya sa atin kailanman at nakita niya na tayo sa Kanya lumalapit, umaasa, nagtitiwala at nananalig sa Kanyang magagawa para sa atin. Mga kapatid, hindi matatapos ang mga problema na masasagupa natin sa buhay na ito, lalo na sa mga panahong ito, sapagkat malapit ng araw ng kawakasan. Talagang itinakda na ng ating Panginoong Diyos na mangyayari yan. Pero bilang mga tao niya, hindi tayo dapat mabahala. Sapagkat yung Kanyang mga ipinangako sa atin na Kanyang pagtulong, pag-alalay, yung pagkakaloob niya ng Kanyang awa na ating kailangan para tayo makalampas sa lahat ng yan, gagawin yun ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kaya huwag kayong bibitiw sa inyong kahalalan. Mahalin ninyo ang inyong pagkaiglesia ni Kristo. Ito ang tanging paraan para tayo makalampas sa lahat ng pagsubok sapagkat dito kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Wenn ich meine Robe trage und mein Hymnalbuch angefangen habe, die Loblieder zu singen oder meine Uniform im Kindergottesdienst getragen habe und die Lehren Gottes an die kleineren oder jüngeren Brüder und Schwestern gelehrt habe, habe ich keine Schmerzen gehabt. Da war ich nicht die Irene, die krank gewesen ist, die ständig Medikamente genommen hat, von Arzt zu Arzt gelaufen ist. Da habe ich mir meine Stärke geholt. Hier war ich glücklich. Hier habe ich mich wohl und zu Hause und geborgen gefühlt. Ich habe das wundervolle Glück, dass ich im letzten Jahr meinen besten Freund geheiratet habe. Und es war eine wundervolle, unvergessliche Hochzeit. Mein Ehemann, Bruder Treus, Henry Calvelo. Unsere Pläne ist jetzt eine neue Familie als Mann und Frau ist natürlich halt auch Kinder haben wollen. Wo man mit dem Gebet an Gott vieles erreichen kann. Aber Gott hat uns bewiesen, dass auch wenn ich in dieser Kondition bin, ist alles möglich. Daher wissen wir, dass eines Tages zum richtigen Zeitpunkt wird unser allmächtiger Vater auch mir und meiner Familie, meinem Mann, dieses Geschenk geben. Die beste Medizin ist immer noch unsere Bindung zu unserem Vater im Himmel. Deswegen ist, war und wird es auch immer bleiben, meine Prioritäten, Gott zu dienen, zu jeder Zeit, solange ich am Leben bin. Und ich kann mich auch glücklich schätzen mit meinem Umzug hier nach Berlin, Hauptstadt Deutschlands, dass ich auch hier eine Arbeit gefunden habe, die es mir erlaubt, nicht nur an allen Kirchenaktivitäten teilzunehmen oder keine Gottesdienste zu verpassen, mich auch zu 100% darin unterstützt, meine Arzttermine wahrzunehmen. Das findet man nicht oft. Das findet man wirklich nicht oft. Und deswegen ist das, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Dank meiner Mitgliedschaft in der Kirche Christi habe ich nicht nur eine Familie, wenn ich glückliche Momente habe, ist meine Mitgliedschaft alles für mich.
Ich würde es niemals gegen irgendjemanden in meinem ganzen Leben austauschen, weil das ist das, was ich Gott versprochen habe. Sino sa inyo ang mayroong suliranin na nais niyong magkaroon ng lunas? Baka yan ay karamdaman, baka yan ay suliranin sa inyong hanap buhay. Ang sabi sa atin ng Biblia, pagka tayo lumalapit sa Diyos, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, dinggin mo po ang aking mga panangis sapagkat tatawag ako sa iyo sa panahon ng aking kaligaligan pagka ito ay humahampas na sa aking buhay. Hindi magiging malayo ang tulong ng Diyos.